Beste Grüße aus Alanya, hier ist wieder dein Markus. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es sehr, sehr gut. Hier heute Teil 2 sozusagen von dem heutigen Video, denn ich möchte auf ein super interessantes Thema drauf eingehen, auch wenn du die Wahrscheinlichkeit ist super hoch, dass du wahrscheinlich gleich ausmachen willst und das ist eigentlich gar nicht meine Absicht. Meine Absicht ist es, mehr Bewusstsein zu schaffen, mehr Verständnis, einen höheren Blickwinkel und deine Gesundheit eventuell auch zu fördern und vor allen Dingen, falls du schon unter gesundheitlichen Problematiken leiden solltest, dir Hoffnung geben und die Hoffnung niemals aufzugeben für dich, für dein Leben, für deine Gesundheit, für deine Frau, für deine Kinder, für deine Familie. Super viele Informationen gerade, prasseln jetzt vielleicht auf dich ein, aber letztendlich liegt es an dir, was du daraus machst. Und ich muss sagen, ich finde es immer wieder erschreckend. Es ist so krass, wirklich, wenn ich ein Video poste, was in meinen Augen super wichtig ist, weil es geht um die Gesundheit. Es geht einfach um deinen Arsch, könnte man auch sagen. Es ist doch einfach hirnrissig. Und ich finde es so krass, wenn ich so ein Video poste, wie das Video zuvor, ich werde es am Ende des Videos hier verlinken, dass die Menschen kein Interesse haben, sich sowas anzuschauen, weil sie denken, sie sind unsterblich anscheinend. Oder, naja gut, Leben am Limit. Oder was sagst du dazu eigentlich? Was sagst du dazu? Was morgen in der Zukunft passiert, ist mir doch völlig egal. Ich lebe mein Leben am Limit. Sozusagen Leben am Limit. Das ist der way to go. Da freue ich mich drauf. Jeden Tag Fastfood, jeden Tag reinfressen und mehr. Und das hat auch gar nichts mit meiner Gesundheit zu tun. Und das Gesundheitssystem, der Arzt wird mich sowieso schon retten. Und mit so einem Mindset wirst du auf jeden Fall auf lange Sicht nicht nur 1000 kleine Probleme haben, sondern ein Riesenproblem. Denn jetzt haben wir vielleicht jeder, du, ich, deine Eltern, meine Eltern, deine Kinder, sonst wer, jeder auf seinem Niveau hat doch, ganz ehrlich gesagt, irgendwo Stellschrauben, irgendwo Probleme, die ihn eventuell belasten. Aber glaub mir, wenn du einmal richtig krank bist, wenn du wirklich mit deiner Gesundheit Probleme hast, dann ist alles vergessen. Und dann hast du nämlich nur noch ein Riesenproblem. Und das ist, wieder gesund zu werden. Und in der heutigen Zeit, das muss man leider betonen, in der heutigen Zeit immer noch, obwohl es schon so viele andere Menschen gibt und so viel im Internet schon von alternativen Heilungsmethoden, Behandlungsmethoden die Rede ist, wird die breite Masse immer noch der Kreissäge hinterherrennen. 100 Flugzeuge, 98 stürzen ab und trotzdem wird eingestiegen. Nein, für mich persönlich nicht. So eine Wahl möchte ich nicht treffen. Das große Problem bei den Menschen ist ja auch allgemein, dass sie ja Angst vor dem Tod haben. Ja? Das Thema Tod ist natürlich ein Riesenthema und viele Menschen haben Angst. Als ich ein Kind war zum Beispiel, habe ich wirklich Angst gehabt vom Einschlafen, weil ich Angst hatte, wieder aufzustehen. Also es kam ein paar Mal vor. Also wirklich, das sind ja schon Traumata, das ist ja nicht schön. Und auch als Erwachsener, viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Heute, mit knapp 40 Jahren, kann ich sagen, nein, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Und selbst wenn ich irgendwelche Diagnosen jetzt bekommen sollte, dann ist das so. Dann weiß ich, alles klar, spätestens jetzt muss ich ins Handeln kommen. Spätestens jetzt muss ich mein Leben analysieren. Ich muss checken, was habe ich falsch gemacht. Wenn ich aber keinen Plan habe von dieser ganzen Materie, dann kann ich nichts analysieren und dann muss ich meine Verantwortung abgeben. Und bei wem? Mit dem ersten Schritt in eine Praxis, mit dem ersten Schritt in ein Krankenhaus gibst du deine Verantwortung ab. Und ich will jetzt nicht sagen, dass du niemals ins Krankenhaus gehen sollst, um Gottes Willen. Nein. War selber über 12 Jahre bei der Bundeswehr, unter anderem als Einsatzsanitäter tätig und ich weiß, wie Notfallmedizin, Notfallchirurgie Leben retten kann. Definitiv. Aber wenn ich mir viele Menschen anschaue, die wir zum Beispiel auch zum Krankenhaus gefahren haben, dann notfalltechnisch, weil sie zu starke Kopfschmerzen hatten, weil sie Bauchschmerzen hatten, ganz ehrlich, dann musst du dich nicht wundern, wenn du irgendwelche Tabletten dauerhaft verschrieben bekommst, irgendwas festgestellt wird, wie jetzt neuerdings auch von dem Video von heute, schau dir das unbedingt an, das andere Video von heute, was jetzt aktuell vielleicht so 150 Aufrufe hat, was für eine absolute, was für ein sinnloses Bild und ein krasses, man könnte auch sagen, was für ein schlechtes Markenzeichen von dieser Gesellschaft. Es interessiert nicht die Gesundheit anscheinend. Aber im Worst Case, ja, dann ist das Geheule wieder groß. Also ihr merkt schon, das Thema,
das könnte man auch sagen, bringt mich so ein bisschen auf die Palme, weil ich einfach mit so vielen Menschen zu tun habe, die denken, sie sind unsterblich und gehen nicht in die Eigenverantwortung, gehen nicht in die Vorsorge. Wenn sie Probleme haben, ja, dann gehe ich halt den ersten Schritt zum Arzt. Und dann, natürlich, Vorsorge, Früherkennung sozusagen, kann ja für den einen oder anderen sinnvoll sein, aber meinst du nicht, dass das unter anderem auch vielleicht ein Geschäft ist? Ja, da kann ich dir nur anraten, ein Buch mal zu lesen, Früherkennung als Geschäft. Ja, und wie Früherkennung dich auch krank machen kann. Wenn du dir reinziehst, wir wissen ja alle, Röntgenstrahlen sind schädlich. Ja, und deswegen zieht man sich ja auch so einen Bleimantel sozusagen an, bevor man dann geröntgt wird, an der Stelle, die nicht geröntgt wird, weil es Auswirkungen hat. Und jetzt stell dir vor, du als Frau, du gehst jetzt jedes Jahr zur Vorsorge und lässt eine Mammographie durchführen. Ich habe mir sagen lassen, extrem schmerzhaft und extrem schädlich aufgrund der Strahlung. Und irgendwann kann es passieren, dass du tatsächlich irgendwelche Knoten, Knötchen, sonstiges ausbildest. Und auch oft beim Mann, die Prostata zum Beispiel, ist so ein Thema auch wiederum für sich. Ist es so, dass, um das überhaupt feststellen zu können, muss so eine Prostata punktiert werden. Das heißt, es muss da reingepiekst werden. Und je mehr ich da reinpieksen lasse, desto mehr Gewebeveränderungen finden statt. Und deswegen findet auch wahrscheinlich irgendwann die Diagnose statt, oh, da ist Gewebeveränderung, wir müssen uns das genauer mal anschauen und müssen dann noch mehr reinpieksen und so weiter. Also ihr wisst, ihr seht, ihr seid dann in so einem Rattenschwanz drinne, in so einem Teufelskreislauf. Und das ist nicht das, was ich ein Leben für mich empfehle und auch für niemand anderes. Und wenn du das Video bis jetzt geschaut hast, sowieso auch nicht für dich. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und deswegen ist es so wichtig, gerade heutzutage ein grundlegendes, fundamentales Wissen zu haben. Das ist ganz klar, basic. Das ist ja genau dasselbe, wenn ich jetzt, Beispiel, 12,5 Jahre bei der Bundeswehr war und jetzt kommt zu mir einer, und ich bin in meiner aktivsten Zeit ever. Und jetzt kommt zu mir einer, der hat noch nicht mal die Grundausbildung gemacht. Und will sagen, er geht jetzt in den Krieg. Das funktioniert nicht, Leute. Das funktioniert nicht. Du musst doch mindestens eine gewisse Grundausbildung haben. Du musst doch Grundkenntnisse haben. Und so ist es auch in dem Gesundheitszustand. Und deswegen solltest du dich auf die Reise machen, dir Informationen zu ziehen, alternativ und mal sich dann auch mit der Materie auseinandersetzen. Und eine Abkürzung kann ich dir geben mit meinem Videokurs Schilddrüse Geheimwissen. Findest du einfach in der Link in der Videobeschreibung. Einfach mal abchecken, ganz entspannt anschauen und dann eventuell sich dafür entscheiden, ein grundlegendes, fundamentales Wissen, Gesundheitswissen aufzubauen. Nicht nur für die Schilddrüse, sondern für vieles weitere eben auch. Damit du jetzt ins Handeln kommst. Damit du jetzt wirkliche Vorsorge treffen kannst. Damit du dir auf lange Sicht sehr viel Zeit und sehr viel Geld und sehr viel Leid auf jeden Fall ersparst.